Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 24. Wie geht es meinem kleinen Jungen? Mein Baby hat Hunger. Er ist so süß. Ja, er ist so süß. Ich habe so viel Glück, Matteo. Du bist ein guter Mensch. Du hast mich mit diesem Baby akzeptiert. Danke noch einmal. Dank dir, Lena. Ich war so traurig. Du hast mein Leben vervollständigt. Das ist auch mein Sohn. Ich liebe euch alle. Ihr seid meine Familie. Ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Matteo. Ich vermisse meine Mama. Können wir meine Mama zum Abendessen einladen? Es sind 2 Wochen vergangen. Ich will meine Mama treffen. Klar, Lena, das ist eine tolle Idee. Du kannst deine Mama anrufen. Übrigens, wo ist Julia? Ich bin hier, Papa. Wie geht es meiner süßen Tochter? Hast du schon gefrühstückt? Ja, Papa. Ich habe gefrühstückt. Ich bin bereit, in die Schule zu gehen. Kannst du mich bitte absetzen? Klar, mein Schatz. Ich werde dich absetzen. Ich gehe auf zur Arbeit. Lass uns gehen. Auf Wiedersehen, Mama. Ich werde dich bald sehen. Pass auf dich auf, Julia. Ich bin so stolz auf dich. Lena, du kannst frühstücken. Ich werde ihn füttern. Du musst hungrig sein. Er schläft jetzt. Danke noch einmal. Du bist eine gute Schwiegermutter. Ich werde Mittagessen machen und den Abwasch erledigen. Du wirst keine Arbeit machen. Okay, Lena, wie du sagst. Gott segne dich. Oh Gott! Ich muss diese Rechnungen bezahlen. Ich war ein reicher Mensch. Du hast mein Leben ruiniert, Amanda, Gott sei Dank. Martin hat dich getötet. Wenn du am Leben wärst, würde ich dich töten. Ich brauche Geld. Ich habe meine Firma verloren. Ich muss einen Job finden. Ich will dieses Haus nicht verlieren. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir? Ich brauche deine Hilfe. Mir geht es gut. Geht es dir gut? Wie kann ich dir helfen? Ich habe alles verloren. Ich habe mein Geschäft verloren. Ich brauche einen Job. Kannst du mir dabei helfen? Es tut mir sehr leid, das zu hören. Ich denke, ich kann dir helfen. Ich kenne eine gute Firma. Diese Firma stellt ein.
Du solltest dorthin gehen. Was? Meinst du das ernst? Vielen Dank. Wo ist diese Firma? Ich brauche einen Job. Kannst du mir diese Adresse schicken? Klar, mein Freund. Ich habe eine Anzeige über diese Firma gesehen. Ich werde dir diese Adresse sofort schicken. Danke, mein Freund. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich werde später mit dir sprechen. Oh Gott, hilf mir. Ich kann mein Leben nicht so leben. Ich habe Martin getötet. Sophie hat das Geld genommen. Ich kann Alex nicht treffen. Er hasst mich sehr. Ich muss etwas tun. Ich muss einen Job finden. Genug ist genug. Ich muss einen Job finden. Ich denke, dass Alex' Ex-Frau mir helfen kann. Lena kann mir helfen. Lena hasst mich auch. Ich muss mein Aussehen ändern. Ich werde dich finden, Lena. Ich brauche Geld. Ich kann alles tun. Hallo, wie kann ich dir helfen? Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin hier für ein Vorstellungsgespräch. Mein Freund hat mir davon erzählt. Stellen Sie hier ein? Ja, wir stellen ein. Mein Chef ist bei einem anderen Bewerber. Bitte nehmen Sie Platz. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn Sie an der Reihe sind. Okay. Vielen Dank. Hey, mein Schatz, wie geht es dir? Ich habe dich so sehr vermisst. Mir geht es nicht gut. Bitte hol mich hier raus. Ich will hier nicht bleiben. Ich bin unschuldig. Ich liebe dich so sehr. Du bist mein Liebling. Bitte hilf mir. Ich habe mich in dich verliebt. Ich kann alles für dich tun. Ich habe eine Idee. Du wirst in meinem Haus bleiben. Ich werde dir helfen. Ich werde dich bald hier rausholen. Wann wirst du das tun? Ich möchte dich umarmen. Ich möchte bei dir bleiben. Bitte hol mich heute hier raus. Ich flehe dich an, meine Liebe. Ich liebe dich sehr. Ich glaube an dich. Ich werde am Abend kommen. Ich werde dich heute aus diesem Ort herausholen. Ich habe eine gute Idee. Hör mir zu. Wirklich? Was ist diese Idee? Ich mag deinen Plan. Ich bin heute so glücklich. Danke, Schatz. Du tust das für mich. Ich weiß, dass es eine schwere Aufgabe für dich ist. Ich kann alles für dich tun. Ich sollte jetzt gehen. Pass auf dich auf. Dummkopf. Ich benutze dich nur. Ich habe dich in meine Liebe verstrickt, weil ich dich brauche. Ich muss aus diesem Ort raus. Du wirst sehr viel weinen, Steven.
Sie können jetzt gehen. Der Herr wartet auf Sie. Okay. Vielen Dank. Mein Name ist Alex. Ich habe 7 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Ich denke, ich bin perfekt für diese Stelle. Ihr Lebenslauf ist ausgezeichnet. Sie haben viel Erfahrung. Sie hatten Ihre eigene Firma. Das kann ich in diesem Lebenslauf sehen. Warum haben Sie Ihr Geschäft geschlossen? Mein Manager hat mich verraten. Es ist eine lange Geschichte. Ich brauche diesen Job, Herr. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich bin ein fleißiger Mensch. Ihr Lebenslauf hat mich beeindruckt. Mir hat Ihre Ehrlichkeit gefallen. Sie sind perfekt für diese Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in meiner Firma. Sie können morgen in meiner Firma anfangen. Wirklich? Vielen Dank. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr. Das bedeutet mir viel. Danke noch einmal. Lena, meine Tochter. Wie geht es dir? Ich wollte deine Stimme hören. Mir geht es gut, Mama. Ich vermisse dich so sehr. Ich möchte dich zum Abendessen einladen. Du musst heute Abend mit mir zu Abend essen. Du musst kommen, Mama. Ich wollte dich sehen. Natürlich, ich werde kommen. Ich habe dich sehr vermisst. Wie geht es Matteo? Wie geht es Julia? Allen geht es perfekt. Julia hat in ihrem Englischkurs eine 1+ bekommen. Mein Leben ist perfekt, Mama. Matteo liebt mich sehr. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben. Ich muss das Mittagessen machen. Ich werde dich heute Abend sehen, Mama. Pass auf dich auf. Okay, Lena. Ich werde pünktlich kommen. Hab einen schönen Tag. Du dummes Mädchen. Warum hast du diese Äpfel gegessen? Die waren für meine Tochter. Wie kannst du es wagen? Das arme Mädchen. Ich hatte Hunger. Es tut mir leid. Bitte sei mir nicht böse. Ich werde mehr Äpfel aus dem Wald bringen. Sie heißt Mia. Sie ist ein armes Mädchen. Sie ist ihre Stiefmutter. Mia ist sehr unschuldig. Wage es nicht, die Sachen meiner Tochter anzufassen. Kannst du mich hören? Warum hast du mich, Mama? Ich bin deine Tochter. Ich verkaufe Obst auf dem Markt. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich verdiene deine Liebe. Ich bin nicht deine Mutter.
Du bist meine Stieftochter. Ich habe deinen Vater vor 7 Jahren geheiratet. Er ist letztes Jahr gestorben. Du bist eine Last für mich. Das ist mein Haus. Du musst meinen Befehlen folgen. Mama, ich möchte einkaufen gehen. Lass uns gehen. Lisa ist meine Tochter. Dein Vater war ein armer Mensch. Er hat uns nichts hinterlassen. Er hat dich verlassen. Wenn du in diesem Haus leben willst, musst du mir zuhören. Räum dieses Wohnzimmer auf. Wir gehen einkaufen. Wir kommen bald zurück. Du musst auch das Abendessen machen. Hörst du mich? Okay, Mama. Ich werde alles machen. Warum, Papa? Warum? Warum hast du mich allein in dieser Welt gelassen? Meine Mutter hasst mich. Sie gibt mir sehr viel Arbeit. Ich vermisse dich sehr, Papa. Ich bin ganz allein in dieser Welt. Meine Liebe, du bist zurückgekommen. Bitte schließ auf. Ich möchte hinausgehen. Du wirst hier nicht mehr bleiben, meine Liebe. Ich habe die Kameras ausgeschaltet. Ich habe auch die Hintertür geöffnet. Niemand wird dich finden. Vielen Dank. Ich liebe dich so sehr. Du bist ein wahrer Liebhaber. Wir werden zusammenbleiben. Wo ist dein Haus? Ich möchte mich ausruhen. Ich bin heute sehr glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.